Moin Freunde, heute geht's zu den Salinas Grandes und nach Purmamarca und ja, viel Spaß! Ich hole jetzt gerade das Auto ab, es ist 9 Uhr. Dann geht es eine Stunde nach Purmamarca, da geben wir unsere Koffer ab im Hostel. Und dann geht es nochmal eine Stunde weiter zu den Salinas Grandes. Das mit dem Auto haben wir gestern alles abgewickelt, deswegen geht es jetzt einfach nur noch los. ¿De dónde son, muchachos? Vivimos en La Plata, pero yo soy francés. De ahí. Yo alemán. ¿Alemán? ¿Colombia? Eres grande, ¿eh? Sí, re grande. Suban si quieren de arriba. Wir sind jetzt im Stadion von Jujuy. Digga, ist größer als ich gedacht hätte. Ciao. Im Stadion waren gerade ein paar Leute, die haben uns den Tipp gegeben, man kann hier an der Straße lang und an eine Tür klopfen und dann kann man sogar in die, boah, ich hab Tinnitus, Alter. Und dann kann man sogar rein in die ganzen Räume und so, in die Kabinen und alles und sogar aufs Spielfeld und das werden wir jetzt machen. Wir waren gerade im Fanshop und leider gibt es die Trikots von den vergangenen Saisons nicht mehr. Uns gefällt nämlich das Blaue von 2021 richtig gut, aber die haben leider den Hersteller gewechselt und deswegen können die nicht nachbestellen und haben auch nichts mehr. Und auf eBay kostet das Ding 50 Tacken. Bisschen viel, aber das sieht so geil aus. Alter. Das ist schon sehr cool. Also klar, es ist nichts im Vergleich zu deutschen Stadien so. Aber ich weiß nicht, ich feiere die Farben einfach sehr. Normalerweise auch so in jedem großen Stadion. Nee, Ausspielfeld dürft ihr nicht. Hier kannst du einfach raufgehen. Also wir haben natürlich gefragt, so, wir sind nicht einfach raufgelatscht, aber das ist schon sehr geil, Alter. Feier ich sehr. Ich muss mir gleich mal ein weißes T-Shirt anziehen, Alter. Das geht gar nicht mit der Hitze. Und das geht sogar noch mit der Hitze. Es sollen heute 31 Grad werden und wir haben es gerade 25. Deswegen schwer. Auch sehr geil. Einfach mal hier so ein paar Autobussitze hingeknallt. El Bondi. Irgendwo muss das Wasser ja auch herkommen, ne? Für den schönen Rasen. Wenn ich mir überlege, wie geil es war, vor ein paar hundert Leuten in einem Aufstiegsspiel in die Kreisliga zu zocken und das Ding zu gewinnen, dann stelle ich mir das hier noch, ich stelle mir das so geil vor. Einmal hier zocken vor 25.000. Das wäre so geil. Ich bin einfach im Pressekonferenzenraum, glaube ich. Da hinten werden da Interviews gegeben. Hier stehen einfach alle Pokale. Krass. Das ist das Stadion. Ich weiß nicht, was das alles ist, aber sieht schon geil aus. Hier ist quasi der Spielertunnel. Da geht's runter aufs Spielfeld. Geil. Wahrscheinlich sind hier die Kabinen. Ja. Leider kommt man in die Heimkabine nicht rein. Dafür ist das hier die Gastkabine. Nicht sehr groß, aber alles, was man braucht. Also in das Gebäude da oben will ich mich jetzt nicht mehr rein sneaken, ich glaube. Lieber nicht. Lieber nicht. Wir gehen jetzt. Wir haben ja auch noch andere Sachen vor. Jujuy spielt in der zweiten Liga. Also auch professionell, aber nicht in der ersten. Aber dafür geht es eigentlich klar, das Stadion. Wie kann man hier eigentlich so sitzen, Junge? Sos grande, hijo de puta.
Junge, der ditcht sich da gleich die Knie an. Ist das geil. Ich war hier so einen halben Meter hinter. Ah, geil. Und los geht's zu den Salinas Grandes. Wir sind jetzt bei den Salinas Grandes und fahren gleich mit dem Auto rein. Hier gibt es so eine Touri-Info, da bezahlt man 1500 Pesos pro Auto und dann kann man rein. Hier gibt es auch kleine Läden, kleine Stände. Da hole ich mir gleich einen Choripan. Und Toiletten gibt es auch. Ist auch eigentlich ganz gut, wir haben nämlich nur Äpfel dabei. Und wir sind hier in einer richtig krassen Höhe und irgendwie knallt das auch auf den Kopf. Deswegen ist es ganz gut, wenn man dann noch was isst und was trinkt. Das Krasse ist, der höchste Punkt war 4200 Meter hoch. Oder 4170. Ja. Und ja, jetzt geht's rein. Und das ist einfach so krass. Das sieht einfach aus wie ein Spiegel an manchen Stellen. Salzkristalle könnt ihr euch auch holen. Die verkaufen ja auch so Steinplatten, wo die so das Material abgearbeitet haben und dann schöne Bilder entstehen. Und das ist von der Kultur der Inka. Und ich glaube, Noah hat sich auch was geholt. Ich habe mir gerade Empanadas geholt und dann bist du hier bei so einem Salzfeld und der Empanada fehlt Salz. Das kannst du keinem erzählen, Junge. Das Einzige, was es hier überall gibt, machen sie bestimmt extra, damit man die kleinen Salztüten kauft. Die Schweine. Vor uns fährt jetzt ein Guide mit einem Motorroller und wir tuckern hinterher und jetzt fahren wir zu den Wasserbecken und gucken uns alles an. Ja, das sieht so krass aus. Ich weiß nicht, ob ich das auf Kamera kriege, aber das sieht einfach aus, als wäre da so ein Spiegel auf dem Boden. Ich habe gerade Juan gefragt, ob er bitte den Spiegel auf dem Boden filmen kann und er, hä? Ja, Spiegel, was meinst du? Jetzt gar nicht gecheckt. Da sind sie, die Wasserbecken. Das Wasser, was in diesem Becken ist, das kommt natürlich aus dem Boden. Die fischen hier jährlich Tonnen von Salz aus einer 20 x 80 x 80 Grube raus. Das ist einfach nur richtig krass. Und also früher war es so, hier war ein See, durch irgendwelche Geschehnisse, irgendwas mit einem Vulkan habe ich nicht ganz verstanden, gab es hier quasi Salzwasser und der ist dann ausgetrocknet und dann gab es diese fette Landschaft aus Salz und die haben mit so einer Maschine quasi jetzt Becken reingefräst und durch die Sonne bilden sich so Salzkristalle und die fallen dann runter und nach einem Jahr können die quasi das Salz da rausfischen und das als Salz zum Verzehr verkaufen. Andere Sachen, man sieht hier auch auf dem Boden, das andere Salz wird zum Beispiel zum Streuen von Straßen und so genutzt. Also hier wird alles verwendet. Die Blöcke werden sogar für Hausbau verwendet. Also die Häuser, die da hinten stehen, diese kleinen Hütten, die sind alle aus Salzblöcken. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ich habe mal die Hand reingehalten und wenn es trocknet, damit die Hand so weiß und glitzert so. Richtig cool. Das sind die Kristalle. Da liegt Salz, was nicht gebraucht wird, was nicht gut ist, was hart ist. Das haben die rausgenommen aus dem Boden. Und das ist der Rest. Alter Schwede. Hört sich an, als würde man auf Schnee gehen.
Sie hat auch erzählt, wie viele Quadratkilometer das sind, aber ich weiß nicht mehr. Wir sind hier auf jeden Fall auf über 3000 Meter Höhe. Und es gibt noch weitere Salzfelder in Bolivien, Chile, Argentinien. Ich habe gerade ein Video aufgenommen, aber in Zeitlupe, weil ich nicht sehe, was mein Handy anzeigt, weil es so geisteskrank hell ist. Wir haben gerade Fotos und Videos aufgenommen. Es ist einfach nur wunderschön hier. Wunderschön, wirklich. Auch da hinten mit den Wolken über den Bergen, das ist schon echt geil. Wir sind jetzt hier nochmal zum hinteren Stop gefahren. Da kann man auch rein. Und ich glaube sogar, würde ich sogar empfehlen, dass ihr da reingeht, weil da weniger, also da ist alles komplett weiß und man sieht weniger Schutt und weniger Traktoren und so. Also fahrt lieber hier bei dem zweiten Stopp rein. Und hier alles voller Salzblöcke und die Häuser sind alle aus Salzblöcken gemacht. Hier ist es jetzt bewölkt, aber da hinten, wo die Sonne rausscheint, sieht es aus, als wäre da Wasser. Und das ist so ein Spiegeleffekt, das ist so geil. Ein Kumpel war hier, als es geregnet hat und da gab es diesen Spiegeleffekt nicht. Und er meinte auch, ja, fahrt auf jeden Fall hin, wenn es nicht regnet. Wir waren jetzt, glaube ich, 2 Stunden hier, ungefähr. Und jetzt machen wir uns gleich wieder vom Acker. Wir fahren noch einmal weiter in die Richtung, in die andere, bevor wir zurückfahren. Gucken, was da ist. Und dann geht es wieder zurück. Und dann gucken wir uns in Purmamarca noch die Crazy Mountains an mit den 7 verschiedenen Farben. Also, dranbleiben. Ja, bye. Nerv nicht! Also da 4170 Meter. Da oben ein paar mehr. Wollen wir mal ein Foto machen? Hier ist auf jeden Fall mega windig und derbe kalt im Vergleich zu unten. Das ist schon echt freezing. So, wir sind jetzt wieder in Purmamarca. Es ist jetzt 5:30 und wir machen jetzt eine Pause. Eigentlich wollten wir, oder was heißt eigentlich, wir gehen später noch zu dem Aussichtspunkt und so. Gucken uns alles an, aber wir sind so im Arsch. Wir haben alle Kopfschmerzen. Weil dieser Höhenunterschied halt so reinknallt irgendwie, keine Ahnung. Ich habe da vorher gar nicht so dran gedacht, aber irgendwie ist das schon nicht ohne. Deswegen, kleines Siesta und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt geht's ab zum Aussichtspunkt. Ich habe gerade eine Dreiviertelstunde gepennt, habe immer noch Kopfschmerzen, Noah auch. También tienes dolor de la cabeza? No. Juan nicht. Juan hat Fieber. En serio? Ah, scheiße. Jetzt wird es gerade mega windig. Wegen der Kopfschmerzen hätte man vielleicht Coca essen müssen oder also in eine Wange knallen müssen. Juan hat sich sogar Bonbons geholt. Coca-Bonbons. Aber die muss man sich wahrscheinlich massenweise reinpfeifen, damit das auch richtig was bringt. Aussichtspunkt direkt in der Stadt, also hier geht man gar nicht lange hin. Und da hinten, ja,
da geht es noch weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Da geht man so 20, 25 Minuten hoch. Deswegen, das machen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles in einen Vlog kriege. Das ist einfach so viel, was man zeigen kann, weil einfach jeder Stein anders aussieht. Das ist so geil. Geht der hier laufen, Junge? Ich glaube, ich spinne. Ja, ist schon schön, kann man gut machen. Die Steinformationen sehen einfach so aus wie kleine Bälle. Digga. Junge, der Typ ist so motiviert, der ist gerade uns schon wieder entgegengekommen und jetzt wieder in die Richtung abgefatzt. Ich frage mich, ob hier also wenn nicht Sommer ist, hier ein reißender Fluss ist. Also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, weil alles so trocken aussieht. Gut, ja, ist grün so, klar. Aber an sich, klar, hier muss ja auch irgendwie Wasser fließen, damit hier ein bisschen was sprießt. So. Aber ich glaube nicht, dass es so viel ist. Es gibt so ein Meme von Bad Bunny, da ist so Bad Bunny Fans 2010 oder so und dann rappt da so einer richtig hart so und dann kommt so Bad Bunny Fans 2021 oder 22 und dann hat ein Typ sich so das T-Shirt so von unten oben wieder reingesteckt und so gezogen und läuft dann so da lang. Uns knurrt der Magen, wir gehen jetzt in irgendein Restaurant was essen. Aber am liebsten würden wir ein Asado machen. Schön Choripan. Aber wir haben keinen Grill. Ich war gerade auf dem Berg drauf und vorher waren wir auf dem Aussichtspunkt, auf der Aussichtsplattform im Dorf und das kostet halt 100 Peso. Das ist zwar nichts, aber man sieht einfach von da oben fast genau das gleiche wie auf diesem Aussichtspunkt und der Punkt, wo ich drauf war, ist sogar noch höher. Also ist zwar auch gefährlicher, weil kein Gitter drum ist und so, Geländer, also mit Kindern würde ich da nicht hingehen, aber wenn ihr abenteuerlustig seid, dann... Noah hat sich gut im Gesicht verbrannt. Joa. Bei mir geht's heute, glaube ich. Para. Tranquilízate. Cálmate, eh? Cálmate. El choripán viene, pero no, Sí. no ahora. No tienes que ir. Para venir hasta vos. Ich habe gerade gesagt, so, ey, meine Augen, ich kann nicht mehr richtig fokussieren. Und Noah meinte einfach genau das Gleiche. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass man die ganze Zeit auf sein Handy glotzt in der Höhe oder ob es einfach die Höhenkrankheit ist. Nein, also seitdem ich die Ibu genommen habe, geht es meinem Kopf auch besser. Schön Bohnen mit Öl und Braut. Schöne Coca? Schöne Coca? Schöne Coca.
Moin. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, das Outro aufzunehmen, weil wir einfach zu fertig waren nach dem Restaurant. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, was euch bisher von den Landschaften und so, von den Orten, wo wir waren, am besten gefallen hat. In diesem Sinne, bis dann. Schade, ja, du hast mich outplayed. So high, frag, wann komm ich wieder down, ey. Ja, bist du mein Kopf auf meinem Phone, ey. Caught up in my feelings, ich komm nicht mehr raus.